Ihr meint, für euren AI-Workload braucht ihr immer GPUs? Es können ganz viele Prozessortechnologien zum Einsatz kommen. Das klingt zwar komplex, dass es aber ganz einfach ist, erkläre ich euch jetzt. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud. Warum ist die Wahl der richtigen Prozessortechnologie bei KI-Projekten so wichtig? Sie kann dir wirklich eine ganze Menge Geld sparen. Stell dir vor, du hast deine KI-Anwendung fertig und stellst dann fest, du musst noch mal von vorne anfangen, weil du auf eine andere Ressource wechseln musst. Das ist viel Zeit und Geld, die du bereits investiert hast und dann gar nicht mehr weiter nutzen könntest. CPU, FPGA, GPU und noch viele weitere Prozessortechnologien kommen bei KI-Projekten zur Anwendung. Worin unterscheiden sich die verschiedenen Prozessorarten? CPUs sind die Allrounder, die also wirklich alles können. Mit denen kann man schon mal starten. Mit GPUs hat man so die erste Beschleunigung, eignen sich besonders für Sprachverarbeitung oder Bildverarbeitung, benötigen aber erste Bibliotheken, um sie nutzbar zu machen. Wenn wir dann weitergehen in FPGAs, die komplett frei programmierbar sind, also für jegliche Anwendung nutzbar sind, aber viel Know-how brauchen, um sie zu benutzen. Und bei NPUs, das sind Chips, die können wirklich nur künstliche Intelligenz, bringen aber natürlich die höchste Performance im AI-Umfeld. FPGAs gelten allgemein als teuer. Warum eignen sie sich bei manchen KI-Anwendungen besser als klassische CPUs? Der große Kostenfaktor bei FPGAs bezieht sich auf die Beschaffung. Wenn du natürlich aus der Cloud diese Ressourcen nutzen kannst, fällt dieser Punkt weg. Man kann sie genau danach programmieren, wie meine Anwendung das erfordert. Das erlauben CPUs und GPUs eben nicht. Wenn die Hardware auf die Anwendung hört, kann man Beschleunigungen für einzelne Prozesse von bis zu das 100-fache erreichen, was sonst mit einzelnen oder anderen Acceleratoren eben nicht möglich wäre. Für welchen Anwendungszweck greift man bei KI-Projekten besser zu GPUs? Am besten bei Spracherkennung, Objekt- oder Bilderkennung. Denn hier können die Anwendungen von der Vielzahl an kleinen Prozessoren, die so eine Grafikkarte hat, wirklich Gebrauch machen und am besten profitieren. Die Exoten, NPUs. Was unterscheidet sie von anderen Prozessortechnologien? NPUs und TPUs sind ganz speziell für AI-Aufgaben gemacht. Sie sind damit deutlich effizienter als normale CPUs und das sogar bis zu 83% pro Watt. Damit sind sie auch in sehr kleinen Endgeräten wie Handys nutzbar, aber auch in Rechenzentren. Wie können NPUs KI-Projekte von Unternehmen voranbringen? Der Durchsatz oder die Vorhersagegeschwindigkeit von NPUs zu CPUs liegt bei 41 Mal mehr als ein CPU das könnte. Damit kann man wirklich seine AI-Anwendung extrem beschleunigen. TPU. Gibt's die nicht nur bei Google? Wie können Unternehmen von den Vorteilen der TPUs profitieren? TPUs selber sind in der Tat ein Name von Google für ihre für TensorFlow entwickelten Chips. Eigentlich verbergen sich dahinter NPUs, also neuronale Processing Units, die aktuell schon in mobilen Endgeräten für bessere Fotos oder Gesichtserkennung zum Einsatz kommen. Aber auch wir werden sie demnächst in der Open Telekom Cloud einführen. Wie erfahren Unternehmen, welcher Prozessortyp sich am besten für ihre KI-Anwendung eignet? Unternehmen müssen sich erstmal im Klaren sein, was sie wirklich machen wollen. Also entweder stehen selber im Unternehmen bereits Experten im Haus, dort sollte man gegebenenfalls auf diese zurückgreifen, auf Data Scientist. Hat man diese nicht, hat man immer die Möglichkeit, auf Partner wie uns zum Beispiel zuzugehen, um sich entsprechend beraten zu lassen oder auch die Lösungen direkt nach seinen Wünschen entwickeln zu lassen. Weitere Infos gibt's auch im KI White Paper, kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.